Ich habe mir den M-Body von Herman Miller bestellt.
weil ich auf der Suche war nach einem neuen Stuhl. Meine war durchgesessen, ich hatte immer Schmerzen, oder immer noch, hier im Rücken und im Gesäß unten. Und habe gedacht, so, jetzt investiere ich mal in einen guten Stuhl, da ist es mir wert. Ich arbeite gute 8 bis 10, 12 Stunden am Tag am Computer. Ich bin Webdesigner, Programmierer, Grafiker und darum war es mir das wert gewesen. Den M-Body habe ich vorher nicht Probe gesessen. Bin gespannt gewesen, wer auf mich zukommt. Und bis jetzt zumindest vom Aufzupacken her und alles bin positiv überrascht. Es hat 2, 3 Sachen, die mich stören auch. Zum Beispiel das eine ist eben, wir haben jetzt Haustiere, die haben einen Hund und Katzen und ziemlich schnell, nach ein paar Minuten oder Stunden schon, hat man da halt überall Haar dran. Aber da kann ja der Stuhl nichts dafür, das ist bei anderen Stühlen auch der Fall. Darum kann man das nicht negativ bewerten, finde ich. Vorne zum Rausziehen, die 2 Bügel, ich glaube, da macht man eher einmal oder zweimal, bis man es eingestellt hat auf seine Bedürfnisse. Weil das ist recht eine mühsame Angelegenheit, ist recht streng. Man muss es recht rausziehen und auch lupfen, um wieder hinterzuziehen. Also es ist gut, dass man das einstellen kann. Zum Beispiel, wenn man eine kleinere Person ist, kann man das Ganze zurückschieben. Und wenn man eine grössere ist, also ich bin jetzt 1,78 Meter, kann man da so wieder eben seine Bedürfnisse einstellen, aber es ist recht streng zum Rausschieben. Die Armlehnen sind in dem Sinn gut, also man kann sie ja da rauf und runter lassen. Die einen werden jetzt sagen, es wäre noch gut gewesen, wenn man so rein drüllen kann. Kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, ich habe das noch nie gebraucht und ich brauche es eigentlich auch nicht. Aber man kann es sicher rein, also man kann es auf und runter lassen und man kann es so rein und rausschieben, wie man gesehen hat. Was ich auch gut finde, ist, der Sitz ist, am Anfang hat man das Gefühl, er ist relativ hart, aber ich glaube, das ist gut so, die haben da schon etwas überlegt. Was ich schade finde, ist, man kann hinten die Lehne nicht blockieren. Da hätte vielleicht ein paar gerne gehabt, dass man die Stufen so setzen kann und dann, wenn man vorkommt, dass er hinten bleibt, der Stuhl. Also das ist nicht der Fall, der kommt immer mit. Mich stört er jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ich finde es auch gut. Zu den Rädchen kann ich noch nichts sagen. Wir haben hier so eine Hartplastik, um den Boden zu schützen, her tun. Und mit dem kann man ganz gut hin und her rollen. Wenn man an den Tisch hergeht, muss man einfach darauf achten, dass man seine Armlehnen, eben, wenn sie ganz oben sind, von mir auch nicht her, dann müssen sie den Tisch rauflassen. Oder eben, man kann auch den Stuhl auf oder runter lassen, natürlich, oder die einfach runtersetzen. Dann geht das tipptopp. Man kann noch bis ganz führen. Wenn man nicht wie hinter der Gagel, steht man halt wieder auf Stufe 1. Den gagelt es auch nicht. Man kann auch so machen. Ich habe es gerne, wenn es ein bisschen hinterher gagelt. Die Stärke kann man eben individuell einstellen. Wenn es einem zu fest gagelt, kann man vorne rechts drüllen, dass es ein bisschen härter wird. Oder wie soll ich sagen, dass man mehr Kraft braucht zum hinteren Gageln. Wie man auch gehört, macht der Stuhl kein Geräusch. Viele haben das bemängelt, sieht man auf anderen Videos. Mein macht hier gar nichts, ist tipptopp. Ich glaube, das Schwierige ist jetzt im Vergleich zu anderen Stühlen, ist, dass man so einstellt, wie es einem passt, wie es richtig ist. Eben, man kann auch hocken, wie man will, das war mir noch wichtig. Also ich hocke noch viel mehr mal einfach so auf den Knie oder mit einem angewinkelten Knie. Oder irgendwie so, wenn man jetzt Fernsehen will schauen oder einen Film will schauen, kann man auch so hocken. Also das war mir noch wichtig, dass der Sitz gerade ist und nicht bogen. Wie beim Aaron zum Beispiel von Herman Miller. Der hat mir nicht gepasst. Eben viele könnten bemängeln, dass man die Armlehne nicht so reindrüllen kann. Das habe ich nicht gebraucht. Die Garantie soll man ja 12 Jahre drauf haben. Hoffentlich ist das so. Bin gespannt. Er ist massiv schwer. Also ich glaube etwa 30 Kilo schwer. Und hast also recht Mühe, um den aus dieser Schachtel rauszubringen. Allein. Und
gerade vielleicht für Frauen oder für Leute, die eben Schmerzen haben, ist es ein bisschen heavy, um den am Anfang rauszunehmen und ja, zu installieren. Eben gefallen tut mir das Design auch sehr gut. Ich habe es einfach gerne schlicht, schwarz, Wolle, mit dem Grau, halt das ist der ganz normal Black Edition. Weil ich auch eben, ich habe gerne schwarz, mein Logo ist schwarz-gelb und ich hoffe, der hebt jetzt ein paar Jahre her. Das Einzige, was ich nicht weiss, ist, ob man den riesigen Karton aufbewahren kann oder ob man den auch zerstören kann und trotzdem, wenn man jetzt einen Garantiefall hätte, da kann schicken, beziehungsweise bei mir oder bei uns ist der Fall, dass ein Dealer von Herman Miller den sogar kommt holen, falls man etwas hat, und dann wird der, glaube ich, eingeschickt oder bei dieser Werkstatt repariert und gemacht und man kommt dann auch wieder rüber. Ob man dann einen Versand kostet oder irgendeine Gebühr muss zahlen, weiss ich nicht. Ich hoffe, es kommt nicht so weit, aber man hat eben die 12 Jahre Garantie, also ich glaube, da legt sehr viel Wert und finde ich auch eine gute Sache. Ah ja, genau, das Einzige, was vielleicht auch noch bemängelt könnte werden, ist, also für mich spielt es auch keine Rolle, aber im Internet schreiben sie, er hat keine Kopfstütze. Jetzt kann man theoretisch auch einfach ein bisschen von hinten hocken, wie man will, aber das ist eigentlich überhaupt nicht bequem und auch nicht gesund. Ich brauche es halt nie, weil eben ich arbeite 10 Stunden am Tag am Computer. Ich tue eigentlich nicht mehr am Computer gamen, wie als ich noch jünger war. Wenn ich einen Film schaue oder gamen tue, dann bin ich meistens im Wohnzimmer an der Playstation oder Xbox oder schaue einen guten Film. Darum ist mir da nie wichtig gewesen, dass ich da hinterher lehnen und irgendwie schlafen. Das habe ich nie gebraucht. Aber es könnte für andere Leute ein Argument sein. Bis jetzt bin ich wirklich zufrieden. Etwas wollte ich noch schnell sagen, und zwar sind da alles meine ersten Eindrücke gewesen. Also ich habe wirklich den Stuhl ausgepackt, habe jetzt das Review gemacht über den Stuhl. Das sind meine ersten Impressionen. Wenn ihr wollt, dass ich euch nach einem halben Jahr oder 2 Jahren oder so nochmal einen Bericht gebe, wie ich es empfunden habe oder was vielleicht kaputt gegangen ist, dann lasst mir es doch wissen in den Kommentaren. Dann schreibe ich gerne etwas. Und vielleicht mache ich auch noch ein Video, falls für euch das interessant ist. Ciao zusammen.